Das Ende einer Ehe. Geschrieben von Coco Eberhardt. In meinem Arm hielt ich den letzten Gegenstand von mir, den ich aus unserem gemeinsamen Haus tragen würde. Eine Monstera im Topf. Vor der Tür wartete bereits der mit meinen Habseligkeiten gefüllte Umzugstransporter. Ich stellte die Pflanze kurz ab, schaute einen kurzen Augenblick in seine Augen. Diese braunen Augen, die immer noch diese Wärme ausstrahlten, die mich schon damals, als wir uns im Studentenwohnheim zum ersten Mal begegnet waren, sofort in ihren Bann gezogen hatten und auch heute noch ihre Wirkung auf mich hatten. Er war nie der Lauteste gewesen, stets besonnen, einfühlsam, Eigenschaften, die ich an ihm stets geschätzt hatte. Auf gewisse Art hatten wir uns immer gut ergänzt, und ich könnte auch nicht behaupten, dass dies nicht mehr der Fall war. Ich mochte ihn immer noch, doch konnten wir beide nicht so weitermachen. »Wie konnte er dir das nur antun?« hatte eine gute Freundin zu mir gemeint. »So was tut man doch nicht«, meinte die alte Bäckersfrau zu mir, als ich damals eigentlich nur Frühstückssemmeln kaufen wollte. Ich hatte das Gefühl, jeder zeigt mit den Fingern auf uns, als es öffentlich wurde. Ein Spießrutenlauf. Vor allem, wenn man in einem so kleinen Nest wohnt wie wir, wo jeder jeden kennt. Wir hatten uns auch beruflich perfekt ergänzt, waren verschieden und doch eine Einheit. Angesehene Leute, wenn man so sagen wollte. Zogen unsere 3 Kinder gemeinsam auf, zusammen durch Freud und Leid. So wie wir es uns am Tag unserer Hochzeit geschworen hatten. Nach über 30 Jahren Ehe waren die Kinder längst aus dem Haus, hatten teilweise bereits selbst Familie. Wie lange hatte er es wohl schon gespürt? Ich wusste es nicht. Hätte ich es sehen müssen? Die Anzeichen waren ja irgendwie schon immer da, aber was man nicht sehen will, das sieht man eben auch nicht. Und das galt wohl für uns beide. Geändert hätte es wohl sowieso nichts. Es war so, wie es nun mal war. Und ich hätte mein bisheriges Leben auch nicht missen wollen. Wir sind an uns gewachsen, sind der wir nun sind, auch durch uns geworden. Ich wusste, die letzten Jahre waren schwierig für ihn gewesen. Aber auch für mich war die ganze Situation nicht einfach und hatte ihre Spuren hinterlassen. Es war okay, dass wir nun getrennte Wege gehen würden, doch ein endgültiges Ende schmerzt auch immer, egal wie berechtigt es war. Mit Wehmut musste ich in diesem Augenblick an all das gemeinsam Erlebte zurückdenken. Wie ein Zeitraffer liefen die Bilder vor meinem inneren Auge ab. Zuletzt auch die, als er mir unter Tränen alles gestanden hatte. Ich wusste selbst nicht, wie ich damit umgehen sollte. Es traf mich wie ein Schlag. Und ich stellte auf einmal alles in Frage. Wer war dieser Mann? Erst jetzt hatte ich die Zerrissenheit spüren können, die wohl all die Jahre schon an ihm genagt hatte. Ich umarmte ihn ein letztes Mal zum Abschied, und beide hatten wir dabei Tränen in den Augen. Wir waren uns einig, dass wir diesen Weg nicht mehr gemeinsam gehen konnten, dass er sein Leben als Frau nun selbst bestreiten musste. Das Ende einer Ehe. Geschrieben von Coco Eberhardt. Gelesen von Anja Klukas.